Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute machen wir eine Zeitreise. Wir gehen ins Jahr 2014 zurück. Nachdem ich im letzten Video über den Christian und seinen Kettenboxer referiert habe, habe ich gemerkt, wie viel Zeit ich mit dem Christian schon zusammen verbracht habe, wie viele Touren wir zusammen gemacht haben. Und habe natürlich auch Material rausgesucht, und dann ist mir der Tourfilm von 2014 in die Hände gefallen. Den möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Deshalb machen wir einen kleinen Rückblick in die Zeit 2014 zurück. Lasst euch mal drauf ein. Das Videomaterial ist natürlich nicht ganz so gut, weil damals gab es noch nicht so gute Kameras. Wir haben auch nicht in 4K gefilmt, da war HD eigentlich High Performance schon. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Schaut einfach rein und genießt mal Abenteuer, Abenteuerlust, Freiheit, Irrsinnigkeit. Alles, was Enduro-Boxer halt so verkörpert. Ja, aber wie kommen wir zu den Enduro-Boxer-Touren? Da muss ich ein bisschen ausholen. In 2015 muss es gewesen sein, war ich am Erzberg am Start. Neben mir ein junger, blonder, langhaariger Mann, Jugendlicher, Sportler, mit dem bin ich schnell ins Gespräch komme, denn das Deutsch war nicht so gut, es war mehr so ein englisches Gespräch, so ein bisschen so rumreferiert. Und unten, als wir am Start waren, habe ich gemerkt, dass die alle auf diesen Typen warten. Das war nämlich die Stadt Nummer 1, Simo Kirsi. Ich habe Simo damals am Erzberg kennengelernt. Wir haben nie wirklich den Kontakt verloren und haben dann in 2012 begonnen, in seiner Heimat in Finnland zu scouten. Ja, Scouten, was bedeutet das? Also wir haben Strecken gesucht, die wir für eine Tour benutzen können. 2013 war es dann soweit. 2013 haben wir die erste gemeinsame Tour unternommen. Da war die Gruppe noch ganz klein. Damals war noch Jörg als erster Kunde natürlich, der immer noch Bestand hat. Damals war auch ein Kamerad von Garmin mit dabei, der uns unterstützt hat mit Mapping, mit Karten, mit dem Montana damals. Ja, und da haben wir Finnland kennengelernt, und Finnland ist schon abartig geil. Finnland hat einen Haufen Sandflächen, man kann da richtig rumdriften, man kann da richtig Spaß haben. Wir waren dann 2 Jahre in Finnland, von 13 finde ich leider kein Material, deswegen 14. Da war dann auch der Christian das erste Mal dabei. Und in 14 waren wir dann noch in Finnland, haben Finnland genossen, haben Finnland die alten Sommerstraßen von Finnland genossen. Ganz viel Sand, das ist wie die ganze Zeit auf dem Strand zu fahren. Ich habe das Driften gelernt und da entführe ich euch jetzt hin. Mittlerweile sind wir in Finnland angekommen. Finnland ist ein recht junges Land, 1917 erst unabhängig geworden, seit 1809 circa im schwedischen Königreich gewesen. Vorher, wir hatten dort eine Burg besucht, haben wir gesehen, also Russland, Finnland, wie oft der Wechsel da war. Für uns ist es das Eldorado gewesen, Sand überall, so Kieselstein ähnlich, aber natürlich gab es dann auch mal Durchschläger oder platte Reifen. Wie man hier sieht, haben wir da im Outback mal schnell den Reifen geflickt. Ja, man tut sich da nicht immer zu leicht, man hat auch nicht alles dabei. In diesem Fall wurde mit einer Federbein-Luftpumpe der Reifen aufgepumpt, das dauert schon ganz schön lang. Dann sind wir hier in einem Sandabbauwerk gewesen, war ein Höllenspaß. Die langen Geraden, gerade auf diesem festgefahrenen Sand. Ich habe gelernt zu driften, das konnte ich vorher noch nicht, also genial. Finnland ist recht flach, ist von den Gletschern flach geschoben worden. Man sieht immer mal rechts und links von der Straße auch diese großen Steine, und man hat ganz, ganz viele Flächen, die sind einfach weich, sandig, richtig tief. Da fährt man sich auch mal schnell fest. Im Wald hat mega viel Spaß gemacht mit diesem weichen Untergrund, der dann auch richtig griffig ist, da haut es einen auch mal hin. Dann hat man auch einen Ausflug auf eine Insel gemacht, auf eine alte schwedische Insel, auf diesem König gestrandet. Bis wir dort angekommen sind, waren wir klatschnass. Es war wirklich alles durch. Der Simo hat dann vor Ort mit uns gekocht, hat es dann
den Lachs am Brett geben. War auch ein mega Erlebnis. Nachts hat der Simo auf einer Luftmatratze auf so einer billigen geschlafen, wo leider die Luft rausgegangen ist. Das war für ihn wahrscheinlich nicht so das Erlebnis. Ja, so eine Tour schweißt zusammen. Das schafft Freundschaften. Man muss sich gegenseitig vertrauen. Es war nicht jede Strecke einfach machbar. Wie man hier sieht, ich habe oft gescoutet und manchmal bin ich gar nicht durchgekommen. Da musste ich wieder zurück und musste den Leuten sagen, okay, wir müssen eine neue Strecke machen. Weil in dem Moment, als wir das vorher gemacht haben, war der Boden ja noch gefroren. Und als wir 2 Monate später hingekommen sind, war der Boden halt einfach so, wie er jetzt ist. Weich und gar nicht griffig. Ja, für mich unvergessliche Zeit. Ich bin so froh, dass wir das damals auch gemacht haben, dass wir es durchgezogen haben, dass wir diese Touren gemacht haben und dass wir einfach diesen Spaß gehabt haben zusammen. Dabei waren damals der Wolfgang, der Rüdiger, der Simo, der Jörg, der Christian natürlich, den wir euch mit dem Kettenboxer vorgestellt haben. Und hier auch unsere Scouts, die Finnen, die uns auch mal immer geholfen haben, die uns die Strecken gezeigt haben. Hier durfte ich einen Teil der 6-Days-Strecke von damals nachfahren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis zum nächsten Video, euer Manuel Schad von SWD Sports. Ciao.